Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig gescheit. In diesem Video schauen wir uns mal ein Lautsprecherpärchen an, was ich so in dieser Art und Weise, vor allem Kompaktheit und trotzdem so ein hohes Gewicht, noch nicht hatte. Und zwar die Acoustic Energy AE520. Die AE520 stellt ja so ein bisschen die derzeitige Speerspitze von Acoustic Energy dar. Und dann wollen wir doch mal schauen, was diesen Lautsprecher so ausmacht. Ich wünsche uns viel Spaß dabei, bleibt doch einfach dran. Los geht's, euer Speaker Schocker. Der Lautsprecher kommt astrein verpackt zu euch nach Hause. Auf Fotos wirkt der gesamte Lautsprecher erstmal größer, als er dann doch eigentlich ist. Der Lautsprecher ist 18,5 cm breit, 1,13 m hoch ohne Spikes und 32 cm tief. Das Besondere und das Fürchterliche bei dem Lautsprechern, er hat ein Gewicht von 30 Kilogramm pro Stück. Warum das Ganze? Das Gehäuse besteht aus mehreren Teilen. Es ist aus einer Außenplatte mit 9 mm MDF, einer Innenplatte mit 6 mm MDF und das Gesamte ist mit einer 3 mm Bitumenplatte verklebt. Das macht den gesamten Lautsprecher wirklich sehr stabil. Also wenn man das hier mal hört, sowas habe ich so noch nicht gehört. Mit tun, wenn man da kannst du richtig feste draufhauen, stört nicht, tut höchstens eine Faust weh. Also kann man auch als Autobahnpfeiler, Brückenpfeiler verwenden, gar kein Problem, hält auf jeden Fall aus. Richtig genial, wie stabil das Gesamte ist. Dabei gibt es das Gehäuse in Hochglanz-Schwarz oder in Hochglanz-Weiß oder hier in Walnuss-Furnier. Eine Besonderheit ist optisch auf jeden Fall schon mal die ganze Armada an Chassis hier. Es sind ja insgesamt 6 Stück pro Lautsprecher verbaut. Aber fangen wir mal der Reihe nach an. Wir haben hier einen 25 mm Hochtöner aus Kohlefaser. Dann haben wir hier 2 Mitteltöner, 125 mm Kohlefasermembran und 3 Tieftöner, ebenfalls eine 125 mm Kohlefasermembran. Interessant ist auf jeden Fall, dass der Mittelhochtonbereich hier eine eigene Kammer hat und die 3 Tieftöner ebenfalls eine eigene Bassreflexkammer für sich alleine haben. Dabei ist der Hoch- und die Mitteltöner in einem Deapolitun-System aufgebaut. Das heißt, wir haben hier in der Mitte den Hochtöner und oben und unten davon die beiden Mitteltöner. Das soll dafür sorgen, dass der Klang möglichst breit abgegeben wird, aber nicht nach oben und unten. Das heißt, die Decke und der Boden sollen möglichst wenig angeregt werden. Interessante Sache. Dabei haben wir eine Übergangsfrequenz von den Tieftönern, die arbeiten bis 373 Hertz, geben dann das Ganze an den Mitteltöner weiter und die arbeiten dann von 373 Hertz bis 2800 Hertz. Über 2800 Hertz übernimmt hier der Hochtöner. Ein kompletter Übergangsbereich wird hier von 30 bis 28.000 Hertz bei plus minus 6 dB angegeben. Schauen wir uns hierzu mal kurz die Messung hier im Raum an, damit wir tendenziell schon mal sehen können, wie spielt der Lautsprecher denn eigentlich so. Und jetzt sollte eigentlich auffallen, warum ich hier, obwohl wir hier eine Acoustic Energy Lautsprecher stehen haben, gar kein T habe. Denn die gemütliche englische Art und Weise hat er zwar irgendwie noch, aber er ist doch schon eher so ein bisschen, ich sag mal, man kann ihn ein bisschen auf Krawall bürsten. Man sieht es auch im Frequenzverlauf. Die Stimme ist zwar sehr deutlich, gar keine Frage, wird aber jetzt nicht mehr so schön warm betont, wie man es halt von Röhrenverstärkern oder von Schallplatten her kennt. Diese Eigenschaft hat er hier nicht ganz so, spielt aber trotzdem sehr neutral und ich würde fast schon sagen, liebevoll. Ich weiß nicht, wie ich auf dieses Wort komme, aber es beschreibt es irgendwie. Dabei kommt er im Bass jetzt nicht ganz so tief, wie man es aufgrund von den 3 Tieftönern erstmal erwarten würde. Aber das können wir ja gleich nach dem Soundcheck nochmal genauer besprechen. Und auf der Rückseite geht es Acoustic Energy mäßig jetzt nicht ganz so spektakulär weiter wie vorne. Wir haben in der Mitte des Gehäuses den Auslass als Bassreflexkanal und weiter unten das Anschlussterminal, was ich wirklich sehr gelungen finde. Es ist nicht irgendwie in einer Mulde raus oder sowas, sondern es ist einfach am Gehäuse dran, so dass man wunderbar an die Kabelklemmen wunderbar drankommt, auch wenn der Lautsprecher jetzt sagen wir mal in der Ecke oder irgendwo so stehen muss, dass man trotzdem noch sehr gut drankommt, weil man muss nicht irgendwie umgreifen oder sowas. Und dabei lassen sich die Klemmen auch noch sehr schön drehen, weil es auch verhältnismäßig große Verschlüsse sind.
Auch die Spikes, auf denen der Lautsprecher ruht, machen eine wirklich sehr gute Figur und machen den Lautsprecher gefühlt nochmal 10 Kilo schwerer. Die Verarbeitung der Spikes oder auch die Halterungen der Spikes lässt keine Wünsche offen. Genauso wie bei dem gesamten Lautsprecher an sich auch. Man guckt ihn sich an und man findet nichts, was man jetzt bemängeln könnte, was verarbeitungsmäßig jetzt nicht klar gehen würde. Das passt alles auf Anhieb und auf mehreren Blicken hält der Lautsprecher ohne Makel stand. Eine weitere Besonderheit ist auch noch die Frequenzweiche. Denn die Frequenzweiche besteht hier aus 2 Platinen. Der Hochton-Mitteltonbereich hat eine eigene Platine für sich und der Tieftonbereich hat ebenfalls eine Platine für sich. Denn so kommen beide Übertragungsbereiche, stören sich da weniger. Wer den Lautsprecher aber wegen seiner Akustik und wegen seiner Optik überhaupt nicht mag, der kann auch hier einfach das Gitter magnetisch haltend einfach hier vorne drauf machen und man sieht dann von der Technik so gut wie gar nichts mehr. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Lautsprecher gar nicht mehr so bei mir. Aber Gott sei Dank sind die Geschmäcker verschieden. Und jetzt haben wir schon so viel über den Lautsprecher schon gesprochen, was er beinhaltet und wie er aufgebaut ist und was ihn vielleicht sogar so besonders macht. Jetzt wollen wir mal schauen, wie hört er sich denn ungefähr an. Ich habe hier einen kleinen Soundcheck vorbereitet, auch dieser ist wieder 3D binaural aufgenommen. Da müsst ihr am besten eure Kopfhörer für tragen, damit das beste Ergebnis bei euch rüberkommt. Und da kann man schon mal tendenziell sehen, wo geht denn hier die Richtung klanglich bei dem Lautsprecher hin. Los geht's! Die Lautsprecher haben auf jeden Fall, finde ich, einen sehr eigenen Klang. Finde ich auch gut so. Was man aber bedenken sollte, ist, die Lautsprecher hier, die können schon ganz gut Leistung vertragen. Brauchen sie auch. Jemand, der gerne leise oder so Musik hört, der wird das volle Potenzial dieser Lautsprecher gar nicht erst erleben können. Denn man muss schon gut laut hören, damit die Lautsprecher ihr Potenzial richtig ausspielen können. Besonders ist mir da AC/DC Thunderstruck aufgefallen. Das hat richtig Spaß gemacht. Sogar in einer Live-Aufnahme hat das stereomäßig richtig Spaß gemacht. Die Stimmen, wie die einfach kamen, das kam richtig gut. Das hat richtig gut in den Ohren getan. Fast schon so direkt, verbunden mit einer Räumlichkeit. Ich weiß, hört sich total komisch an, als würde man einen Kopfhörer tragen. Und Kopfhörer und Räumlichkeit ist sowieso immer so eine komische Sache. Aber irgendwie war das schon richtig cool. Was ich dann nicht so cool fand, ist, ich habe dann auch mal Kassetten hier drüber gehört. Ihr wisst ja, Kassetten, alte Tonwiedergabetechnik und.
Kassetten haben sich über diese Lautsprecher fast schon wie CDs angehört und das hat mir irgendwie, das war ganz komisch. Als ob die Lautsprecher zu perfekt klingen würden. Hat mir dann bei der Kassette nicht ganz so gefallen, aber irgendwie auch cool, was die Lautsprecher alles so rausholen können. Auch bei, ich sag mal, 80er Jahre Popmusik oder so, da kommt das Ganze auch sehr gut rüber. Und was mich dann überrascht, der Bass, nehmen wir mal Icehouse Great Southern Land, wenn man das mal schön laut macht, das können die, wie gesagt, ja gut vertragen, was da dann für ein druckvoller Bass auf einmal rüberkommt. Und das ist dann schon ehrlich gesagt sehr imposant. Was auch richtig cool ist, die machen nicht nur eine schöne Bühne in der Breite oder so, dass man sagen kann, und da steht das Instrument oder der Sänger, sondern auch, steht er jetzt weiter vorne auf der Bühne oder steht er weiter hinten auf der Bühne. Also die können auch schön tiefen Stereoaufnahmen, können die sehr schön abbilden. Und das ist oft ein Zeichen dafür, dass der Lautsprecher sehr, sehr zeitrichtig spielt. Oft ist es ja so, dass man eine ganze Menge Tricksereien haben muss, damit hier der Tieftöner, der Mitteltöner und der Hochtöner, dass das gleichmäßig am Ohr ankommt. Das heißt, damit es gleichmäßig am Ohr ankommt, müssen hier die Chassis unterschiedlich angebracht sein oder die Frequenzweiche muss da irgendwas machen, damit der Lautsprecher zeitrichtig spielt. Ist hier auf jeden Fall gegeben und das ist nicht immer ganz einfach. Und wenn man richtig ausrasten möchte und die Lautsprecher ein bisschen auf Krawall bürsten möchte, dann kann man das Ganze mit Kiss, mit I Was Made for Loving You machen. Wenn man das mal richtig schön laut macht, dann knallt das aber richtig und macht richtig Spaß. So gut habe ich das Lied schon lange nicht mehr gehört. Und dabei, ihr kennt ja meinen Verstärker, der Glas M2150, da hätte ich dann gerne schon ein bisschen mehr Leistung gehabt von dem Verstärker, denn der Verstärker war da schon am Ende und da fangen die Lautsprecher erst richtig an, richtig schön aufzuspielen. Interessante Sache. Also der Acoustic Energy AE520 ist schon ein besonderer Lautsprecher. Selbst wenn man den einfach mal Probe hört oder sowas, ist es ein Lautsprecher, wenn man wie gesagt die richtigen Voraussetzungen hat und auch gerne laut hört, ist es ein Lautsprecher, den man so schnell nicht mehr vergisst und vielleicht auch gar nicht mehr so unbedingt dann was anderes haben möchte, weil man direkt sagt, das ist cool. Aber was haltet ihr von den Acoustic Energy AE520? Findet ihr es gut, dass gerade die Spitzenreiter bei diesem Lautsprecherhersteller ein bisschen anders klingen, dass man wirklich auch richtig laut hören kann, dass man richtig Krawall damit machen kann? Oder sagt ihr, ja, es ist ja doch eigentlich schon schade, dass der Lautsprecher gerade, weil die anderen Lautsprecher, die ich von dem Hersteller schon testen durfte, einen dicken Dank geht raus an Acoustic Energy an der Stelle, dass ihr sagt, ja, ist ja schon schade, dass der die klanglichen Eigenschaften, die die anderen Lautsprecher haben, dass die nicht ganz so haben. Schreibt es mal unten in die Kommentare, da bin ich mal sehr gespannt, was ihr davon haltet. Und jetzt bin ich auch schon am Ende dieses Videos. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr so lange zugesehen habt. Wenn euch das Video gefallen hat, liebe Leute, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen wollt, dann gebt dem Kanal doch gerne ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Bleibt mir gesund und munter, liebe Leute. Und riesig würde es mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's bis dahin gut. Wie gesagt, bleibt gesund und munter. Bis dahin, euer Speaker Shocker. Tschüss. Oh, hier sind noch 2 andere Videos und da unten ist Abonnieren.